hier Miranda von Taiwan Foodie. Ich möchte euch zeigen ein sehr gefragtes Rezept. Und zwar, viele Leute fragen mich, Miranda, weißt du, wie man Lu Rou Fan macht? Lu Rou Fan ist eigentlich eine Soße auf Reis. Und das heißt Lu Rou Fan. Und diese Soße, das ist quasi Schweinebauch in eine Sojasauce lang geschmort. Und das heißt auf Chinesisch Lu Rou Zao. Und heute werde ich euch zeigen, wie man zu Hause selber diese Soße macht. Wir brauchen die Zutaten: 5 Gewürzpulver, Sternanis, Knoblauchzehen. Hier ist gebackene Schalotten. Wenn man das nicht finden kann im Laden, kann man auch gebackene Zwiebeln verwenden. Trotzdem finde ich eigentlich, Schalotten hat besseren Geschmack. Daher kann man entweder selber zu Hause backen oder man verwendet einfach den gebackenen Zwiebel. Und dann noch Reiswein. Oder wenn ihr Reiswein nicht findet, Sake oder Kornschnaps geht auch. Dann braucht man hier eine sehr wichtige Proportion für die Zutaten. Erst Kandiszucker, Sojasauce und dann Wasser. Also hier ist sehr wichtig, weil wenn man hier diese 3 Zutaten, die Proportionen gut achten, kann man eigentlich diese Soße nicht verkehrt machen. Man muss immer eine Proportion so festhalten, ist 1 Portion Kandiszucker zu 2 Portionen Sojasauce zu 8 Portionen Wasser. Wenn man diese Proportion achten, man ist schon Hälfte guter Weg da. Und natürlich noch wichtige Hauptrolle für diese Soße ist Bauchfleisch. Bauchfleisch muss man auch extra achten, welches Bauchfleisch kauft man. Ja, wahrscheinlich viele von euch wissen nicht, dass es gibt eigentlich bessere Teile vom Bauchfleisch und meiner Meinung nach etwas schlechtere Teil vom Bauchfleisch. Hier ist ein gutes Beispiel. Also eine ganze Bauch vom Schwein ist ungefähr, ich glaube, 5 Kilo. Hier ist etwas so 1,7 Kilo hier, aber das ist ein perfektes Beispiel, weil man hat gerade die bessere Teil und auch ein bisschen schlechtere Teil dabei. Wir gucken ganz genau, was ist da der Unterschied. Ihr seht ja diese Hälfte, was ich schon geteilt habe. Hier ist halt der Teil, das auch den Rippen vom Schwein entlang geht. Und das ist einfach von der Fleisch- und Fettverteilung sehr ebenmäßig. Und das macht man auch gute Lu Rou Zao nachher. Also kann man sehr gute Fleischsoße danach machen. Und hier sieht man, das ist schon der Ende von den Rippen. Und hier oben gibt es ein Stück eigentlich mageres Fleisch. Und man sieht auch von der Fleischverteilung und Fett etwas unebenmäßig. Wenn ich genau so nebeneinander stehe, dann seht ihr sehr genau den Unterschied. In Taiwan, wenn man dann für Bauchfleischgericht machen, besonders diese Lu Rou Zao oder Bauchfleischsoße, am besten diese Hälfte kaufen. So, heute werden wir nur einen Teil davon verwenden, etwas um die 500 bis 700 Gramm Fleisch geht auch. Wenn ihr aber nicht so fettiges Fleisch haben möchtet, das ist dann nicht wirklich typische Lu Rou Zao, aber kann man auch machen. Man kann mit ganz normal Supermarkt gekaufter Hackfleischpackung einfach verwenden, 500 Gramm oder bis 700 Gramm. Das wird dann anders schmecken, etwas sehr, sehr mager, aber grundsätzlich, wenn man genau diese Soße und Zutaten so vorbereitet, dieser Geschmack ist immer noch da. Das ist dann eure Entscheidung. So, jetzt schneiden wir einfach das Bauchfleisch und wir werden 1 cm Würfen schneiden. Das ist etwas aufwendig, aber das lohnt sich für diese Soße. Man schneidet erstmal so. Und hier schneidet man einfach wieder mal 1 cm circa. So, dann nochmal umdrehen. Nur so grob 1 cm. So, ihr seht das, ich habe jetzt Bauchfleisch sehr ebenmäßig 1 cm Würfel jetzt geschnitten. Und das ist, was wir brauchen für dieses Gericht.
und ich werde dann weiterschneiden und ich zeige euch nachher. Okay, ich habe jetzt das Fleisch schon in Würfeln fertig geschnitten. Jetzt können wir anfangen zu kochen. Was man braucht, ist halt ein Topf mit Decke und ich zeige euch, wie das geht. Okay, erstmal ohne Öl rein, weil Bauchfleisch hat schon von selber ganz viel Fett dran. Ich mache einfach ohne Hitze erstmal alle Fleisch rein und jetzt mache ich mittlere Hitze. Und wir lassen sehr geduldig mit der Hitze einfach langsam das Fleisch erhitzen. Und was ich erwarte, ist halt langsam entweder dieser Fleischsaft oder Fett von dem Bauchfleisch auslöst. Und dann werden wir erstmal umrühren. Jetzt haben wir schon gute Fleischduft bekommen und jetzt kann man ein bisschen wenden. Das klebt ein bisschen, weil man hat jetzt kein Öl reingemacht. Das ist aber vollkommen okay. Einfach komplett bis zum Boden alle abkratzen und wenden. Und jetzt wieder warten. Jetzt hört man auch, das ist nicht mehr so laut, weil das kommt Fleischwasser raus und deswegen jetzt wird nicht so massiv angeröstet. So, jetzt seht ihr Wasser vom Fleisch rauskommen. Man sieht, dass unten kommt so viel Flüssigkeit raus. Und jetzt müssen wir quasi diese ganze Flüssigkeit bis zum Trocken braten. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen werde ich jetzt Hitze ein bisschen hochstellen und richtig anbraten. Okay, ihr seht das hier. Ich habe alle Flüssigkeit quasi weggebraten. Und dann jetzt sieht man auch, das fängt an, unten ein bisschen braune Sache zu bilden. Und das ist auch gut, weil das ist auch den Geschmack träge nachher in die Soße. Und ich werde hier so weiter braten. Aber jetzt muss man sehr vorsichtig sein, nicht dass alle komplett verbrannt ist. Und genau jetzt dieser Stand, ich kann den Kandiszucker reinmachen. Warum erst Kandiszucker? Weil wenn Kandiszucker schmelzt, das wird dann so wie Karamell geworden. Und dieser Karamell will mit Fleisch zusammen gut zusammenkommen und danach kommt eine sehr schöne Farbe für das Fleisch. Auf Chinesisch sagen wir Chao Tang Se. Okay, jetzt sind teilweise Kandiszucker schon geschmolzen und ich möchte jetzt auch sofort Reiswein reinmachen. Dann kann man jetzt sofort umrühren und versuchen, dass richtig alle Sachen von dem Boden, von dem Topf auch rausholen. So. Und jetzt kann man den 5 Gewürze Pulver reinmachen und auch ein bisschen mitbraten. So, und jetzt macht man diese gebackene Schalotten auch rein. Okay, jetzt sieht man auch, Fleisch ist sehr braun geworden. Das ist dann diese Wirkung von dem Kandiszucker. Jetzt lasse ich den Knoblauchzehen und auch den Sternanis rein. Und jetzt Sojasauce alle rein. Und jetzt rühre ich richtig. Und jetzt kann man unten von dem Boden quasi alle abkratzen. Jetzt riecht man auch schön diese Duft von Sojasauce. Jetzt sind die alle Zutaten außer Wasser richtig gut angeröstet oder gekocht. Alle Geschmack und Duft ist rausgebracht und jetzt können wir Wasser reinmachen. Okay, jetzt haben wir alle Zutaten schon reingemacht und ich habe auch Boden gut abgekratzt. Jetzt, wenn ich mit dem Kochlöffel durchgehe, die sind alle glatt. Das heißt, alle nicht verbrannt, aber so ein bisschen angeröstete Fleischreste, das ist jetzt alle in die Soße gekommen. Und genau jetzt ist der Stand, dass man den Deckel zumachen und erstmal aufkochen lassen. Sobald das kocht, dann reduziert man die Hitze bis zum Minimum und lasst einfach köcheln. Und mit normalem Topf auf Herd würde ich nach dem Kochen 30 Minuten lang köcheln lassen.
Und dann kann man für den nächsten Tag noch weiter kochen. Wenn man heute unbedingt essen möchte, dann muss man 1 Stunde lang köchen. Wenn ihr zu Hause einen Schnellkochtopf habt, sehr gut für dieses Gericht, weil man kann in den Schnellkochtopf einfach 30 Minuten köcheln lassen, dann ist fertig. Also ich würde erstmal hier für 1 Stunde lang kochen und ich zeige euch, wie das aussieht. So, 1 Stunde vorbei, wir haben die Soße 1 Stunde köcheln lassen. Wie sieht das aus? Also erst werde ich mal den Sternanis ausfischen. Und es gibt eigentlich auch so einen Knoblauchzehen, kann man auch gerne ausfischen, aber ich werde diese Knoblauchzehen einfach drinnen lassen. Und wir sehen mal einfach diese Konsistenz. Oberschicht ist dann ganz viel vom Fett vom Fleisch rausgekommen, aber man sieht ja, das ist eigentlich nicht so fettig, wie man denkt. Man denkt so ein großes Stück Bauchfleisch bestimmt oben ist ja eine dicke Schicht vom Fett, aber eigentlich nicht, die sind nur dünne Schichten. Wenn ihr dann das Fett nicht essen möchtet, es gibt eine gute Methode, ist halt in den Kühlschrank über Nacht kühlen lassen und dann kommt dann oben diese weiße Schicht sehr einfach mit Löffel zu entfernen. Und wir können mal jetzt servieren. So, normalerweise diese Soße isst man nicht nur, sondern man hat immer entweder auf Reis oder auf Nudeln. Ich werde bei dem nächsten Video euch zeigen, wie man mit dieser Soße auf Reis, das heißt Lu Rou Fan, oder auf Nudeln, Rou Zao Mian, quasi so selber zu Hause machen. Trotzdem, das duftet so gut im Haus, wenn man immer diese Gericht macht. Ich werde auf jeden Fall kosten. So, nach 1 Stunde, das ist natürlich alles sehr, sehr weich geworden. Aber trotzdem, dieses Gericht ist eigentlich immer besser, wenn man einen Tag kühlen lassen, den nächsten Tag nochmal köcheln lassen. Und das bringt immer mehr und mehr Geschmack. Das kann man eigentlich auch immer länger, quasi für mehrere Tage verwenden, immer für mehrere Tage kochen. In Taiwan eigentlich viele Geschäfte, die haben diese Soße, die werfen nur neue Fleisch hinein. Die Soßebasis haben sie nie geändert. Und deswegen ist auch die Soße von den Laden extra gut schmecken. Und das könnt ihr auch zu Hause so machen. Ihr isst immer nur Fleisch auf und dann die Soße lässt ihr erstmal wirklich köcheln, also richtig aufkochen lassen, bevor ihr kühlen lassen und im Kühlschrank lassen. Und dann wird diese Soße ewig lang halten, nicht kaputt gehen. Dann bleibt wirklich bei meinem Kanal. Nächste Woche gibt es noch bessere Gerichte. Lu Rou Fan zeige ich euch. Ich hoffe, dass euch gefällt heutiges Video und danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Daumen hoch, um meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!